Willkommen zu dieser Tarotkartenlegung. Ich stelle für euch jetzt die Frage, warum er sich nicht meldet. Also warum meldet er sich nicht? Ich schaue für euch mit dem Tarot of the Dream Enchantress. Also wenn ihr hier eine Unstimmigkeit hattet oder wenn ihr Streit hattet, ja, dann ist er noch am Überlegen, ob er sich melden soll. Dann ist er noch am Überlegen, was er tun soll. Vor allem, wenn er schuld ist, hat er hier so eine Art Überlegung, wie er jetzt auf dich zugehen soll. Ja, da überlegt er sich dann die Pläne. Also der Grund ist dann, dass er sich nicht meldet, weil er noch am Überlegen ist, wie er es dir wieder recht machen kann, ja, wie er auf dich zugehen soll. Was er tun kann, damit er dich überzeugen kann, dass du ihn vielleicht verzeihst oder auch, wie er sich dir antasten soll und vielleicht auch, ob es noch zu früh wäre, sich bei dir zu melden. Ja, dass du dich erst beruhigen müsstest. Das kann hier auf einige zutreffen. Bei einigen Männern ist es so, dass sie sich nicht trauen, ja, sich weiterhin zu bemühen, weil du ein bisschen zu anspruchsvoll bist für sie, weil sie ein bisschen überwältigt sind. Vielleicht hast du etwas ausgesprochen, was für dich selbstverständlich ist und der Mann weiß nicht, wie er es erfüllen kann oder überlegt sich auch, ob das normal ist, ja, ob das vielleicht etwas zu fordernd ist, vor allem wenn das Ganze eher frisch zwischen euch ist. Solltest du hier so eine Art Ultimatum gestellt haben, solltest du hier in einer kühlen Energie gewesen sein, dann kann es auch sein, dass das den Mann ein bisschen so geschockt hat. Und was solltest du dann tun? Ja, dann musst du abwarten, bis er sich meldet, bis er sich entschieden hat, okay, ich treffe diese Frau jetzt weiterhin oder das ist mir jetzt schon zu viel der Forderung. Wenn du hier etwas ausgesprochen hast bezüglich gemeinsamer Pläne, bezüglich deiner Zukunft, ja, was du dir für eine Art von Mann wünschst, welchen Mann du dir suchst, dann kann das Ganze vielleicht ein bisschen zu früh gewesen sein, ja. Es ist okay, das auszusprechen, wenn der Mann fragt, wenn er fragt, was suchst du eigentlich, was willst du eigentlich haben an einem Mann, dann ist es okay, aber wenn du zu früh aussprichst, dass du nur etwas Ernstes suchst oder vielleicht sogar die Ehe, dann kann das einen Mann verscheuchen. Ja, Männer suchen am Anfang nur körperliche Nähe, Frauen suchen emotionale Nähe und zu frühe emotionale Nähe bringt oft den Mann dazu, dass er verscheucht wird. Ja, es verscheucht die Männer. Der denkt hier höchstwahrscheinlich zurzeit nur noch mit seinem oder immer noch nur mit seinem Stab. Und wenn du hier zu früh von deinen Erwartungen im Sinne von einer ernsthaften Beziehung oder Ehe gesprochen hast, dann hat ihn das jetzt so ein bisschen irritiert oder vielleicht sogar eingeschüchtert. Ja, wie stehen denn dann die Chancen, dass er sich meldet? Oh, 4 der Schwerter. Die Tendenz ist hier hoch, dass er weiterhin
sich nicht melden wird dann, ja, weil er zu überfordert ist. Also dann beim nächsten Mann nicht so sehr mit der Tür ins Haus fallen. Wenn er sich nur ein bisschen mehr rar gemacht hat, ja. Das ist jetzt hier so in einer Schwelle, dass er sich quasi nicht gar nicht mehr meldet, aber vielleicht, dass er sich weniger meldet. Also, wenn er sich das nur so ein bisschen zurückgezogen hat, dann ist es deswegen, weil er hier etwas anderes in seinem Kopf hat, ja, weil er irgendwelche Projekte im Kopf hat, etwas, das er für sich tun muss, um sich besser zu fühlen. Wenn ihr einen Mann trefft und es ist alles ganz frisch, dann ist es auch normal, wenn er sich mal 2 Wochen nicht meldet. Männer haben da automatisch die richtige Denk- und Vorgehensweise. Ja, die sind zwar schon angezogen von der Frau, aber sie sind nicht kopfüber verliebt und leben ihr Leben weiter. Ja, die haben oft so viel, so sehr ihre Arbeit zum Beispiel im Fokus, dass dann 2 Wochen vergehen und da denkt sich der Mann dann nicht, oh, ich sollte mich wieder bei ihr melden oder ich möchte sie unbedingt wieder sehen. Ja, das ist ganz normal, dass sich ein Mann am Anfang bis zu 2 Wochen nicht meldet. Und da kann es bei einigen Männern sein, dass sie gerade Projekte am Laufen haben oder sich auf etwas anderes fokussieren im Leben, hm, das für sie einfach wichtiger ist als eine fremde Frau, ja, eine Frau, die sie erst neu kennengelernt haben. Ja, was solltest du dann tun? König der Stäbe, perfekt. Lass ihn auf dich zukommen, warte, bis er sich meldet. Sobald du dich meldest, gilt es als Bemühung. Sobald sich die Frau bemüht, hört der Mann auf, sich zu bemühen oder bemüht sich weniger. Ja? Das Problem ist dabei, wenn der Mann sich gar nicht bemüht oder weniger bemüht, dann hat er im Endeffekt nie das Gefühl, dass er sich dich verdient hat. Das bedeutet dann, er kann keine Wertschätzung dir gegenüber aufbauen und dann kannst du mit solch einem Mann niemals eine glückliche Beziehung oder Ehe führen. Ein Mann baut nur Bindung auf mit Investition, ja, Energie, Zeit, Geld. Und nur so kann er sich an ein Objekt oder auch an einen Menschen, eben auch in der Liebe an eine Frau binden. Und Wertschätzung ist unter anderem sehr wichtig, sodass du mit einem Mann eine glückliche Ehe führen kannst. Ansonsten tut er nichts für dich. Ja. Es kann sein, dass er dich akzeptiert, dass er mit dir eine Beziehung oder Ehe eingeht, aber er sieht dich dann als selbstverständlich. Er hat sich dir nicht verdient. Er tut nur das Nötigste, ja, ein Geburtstagsgeschenk, vielleicht Weihnachtsgeschenk, aber er wird auch nur das Nötigste zum Beispiel im Haushalt machen, wenn überhaupt. Er wird nichts organisieren, dass ihr gemeinsam etwas unternehmt. Er ist dann einfach nicht engagiert, wenn er nicht gelernt hat, die jeweilige Frau wertzuschätzen. Hm. Also, wenn das hier quasi so etwas ist wie eine Trennung, ja, oder wie eine Scheidung oder eine geplante Scheidung, dann möchte er hier vorerst schauen, ob eine Harmonie wieder möglich ist mit dir. Da ist er sich dann selbst noch nicht sicher, ja, und deswegen meldet er sich nicht. Was solltest du denn dann tun? Auch nur abwarten. Ritter der Schwerter. Dann wäre es wichtig, es wird ja immer empfohlen, dass der Mann sich meldet und nicht, dass die Frau sich meldet, außer es war vielleicht anders vereinbart, aber dann solltest du, wenn eine Aussprache geplant ist, meistens ist es das ja, wenn sich beide wieder zusammensetzen, dann solltest du wirklich da mit der Faust auf den Tisch hauen und dir sagen, was dir nicht passt. Selbst wenn das ein Streit im Endeffekt wäre, ja, da solltest du auf keinen Fall schweigen oder den Mund halten, nur um die Harmonie zu wahren und dass er ja zu dir zurückkommt, ja, weil sonst wird sich ja nichts bessern. Okay.
Hm. Also wenn alles intakt ist zwischen euch, ja, ich habe hier auch eine mögliche Ehe oder eine mögliche Beziehung, ähm, dann sieht er hier nicht irgendwie einen Grund, sich bei dir zu melden. Also dann sieht er das nicht so als Problem, wie du es als Problem siehst. Verstehe ich nicht ganz. Ähm, was steckt da dahinter? 10 der Kelche ist ohnehin so ähnlich wie 10 der Münzen. Ja, dass er glaubt, das ist alles in Ordnung. Dass er einfach von sich aus nicht das Bedürfnis hat und es nicht für notwendig erachtet, sich bei dir zu melden. Ja, kann ja auch sein, dass er gerade auf Geschäftsreise ist. Also, dann könntest du ihm schreiben, wie geht's dir? Ja, das also, wenn du mit ihm eine Beziehung schon hast oder eine Ehe, dann ist das völlig okay natürlich, dass du dich meldest. Und frag ihn einfach, wie geht's dir? Ja, das sagt ihm dann ja auch, dass du mit ihm kommunizieren möchtest. Okay. Dann noch eine allgemeine Ratschlag am Schluss. Und da kann dann auch vielleicht noch eine weitere Information drinnen sein, eine zusätzliche oder überhaupt die Information für die jeweiligen Damen, wenn sie bisher noch nicht erschienen ist. Allgemeiner Ratschlag für alle. Oh. Fühl dich immer als Siegerin, ja. Nimm immer dein Leben in die Hand, mach immer aktiv etwas, das dir gut tut, aber unternimm nicht aktiv etwas, um dem Mann quasi nachzulaufen, ja. Bewahr deine Würde und schau, dass du niemals mehr gibst, als der Mann dir gibt. Ja, selbst in einer Ehe wird empfohlen, dass der Mann eigentlich immer der Frau mehr geben sollte, als sie ihm, nicht 50-50. Ja, das ist dann quasi ein weiterführendes Hofmachen. Das ein bisschen Hofmachen ist dauerhaft gesund, auch in einer Beziehung oder Ehe. Der Mann muss weiterhin das Gefühl haben, dass er sich die Frau verdient hat. Er muss von sich aus etwas tun, um sich selbst sicher zu sein, dass er die Frau auch weiterhin für sich halten kann, dass sie weiterhin bei ihm bleibt. Ja, so hat er weiterhin das Gefühl, dass er sie sich weiterhin verdient hat. Ich schaue, ob hier noch was durch möchte. Und vernachlässige auch nicht in einer Beziehung oder Ehe deine Herkunftsfamilie oder deine Freundinnen. Ja, wenn du das gemacht hast, nimm am besten gleich nach dieser Legung das Telefon in die Hand und melde dich bei einer alten Freundin oder bei einer Verwandten, mit der du schon länger kein Gespräch mehr geführt hast. Ja, fokussiere dich nicht so sehr auf ihn, vor allem wenn er im Moment nicht bei dir ist. Lebe dein Leben weiter. Ja, das wollte hier noch durch. Das war diese Legung. Vergesst nicht den Daumen nach oben als Dank- und Energieausgleich. Mir gegenüber gerne auch Kommentare schreiben. Auch das hilft meinem Kanal und ich lese immer gerne, ob und wie ihr resoniert habt. Alles Gute für euch und bis bald.